Heute testen wir das Thrustmaster Open Leder 28 GT Wheel Add-on. Wie sich dieses Lenkrad im ausführlichen Test schlägt, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Ich habe dieses Lenkrad selbst gekauft und wurde dabei durch meine Patreon-Spender und PayPal-Spenden unterstützt. Vielen Dank an meine Community. Es gibt klarerweise keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews. Ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Anbieters und erhalte für dieses Review kein Geld. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1, der Preis und Lieferumfang. Das GT Wheel Add-on ist für 199,99 über den Thrustmaster Webshop oder diverse Reseller erhältlich. Das Lenkrad kommt in einer Retail-Verpackung mit Bedienungsanleitung gut gepolstert zu euch ins Haus. Weiter geht's mit der Ausstattung. Diese unterscheidet sich nicht vom kürzlich getesteten Open Wheel Add-on. Insgesamt 6 Buttons, ein D-Pad und der Drehschalter sind verbaut. Letzterer kann in 3 Positionen betätigt werden. Das sind nach links oder rechts drehen und drücken. Und rückseitig sind wie üblich die 2 Schaltwippen verbaut und weiter geht's mit der Kompatibilität. Das Lenkrad kann auf jeder derzeit erhältlichen Wheelbase von Thrustmaster genutzt werden, wenn diese einen Lenkradwechsel erlaubt. Das sind unter anderem die T300, TX, TS oder TGT Modelle. An dem vor ein paar Wochen reviewten T248 kann das Lenkrad aber nicht genutzt werden, da bei diesem Modell eben kein Lenkradwechsel vorgesehen ist. In Sachen Plattform entscheidet bei Thrustmaster wie üblich die Wheelbase. PC-Unterstützung bringt jede Thrustmaster Wheelbase mit. In Sachen PlayStation oder Xbox entscheidet die jeweilige Modellreihe. Weiter geht's mit Display und LED. Das GT28 Wheel bietet von Haus aus kein Display und keine LEDs. Ein nachträglicher Einbau wie beim Open Wheel ist nicht möglich. Hier müsst ihr dann auf den Displayhalter ausweichen. Das Review dazu findet ihr oben rechts in der Infobox. Machen wir weiter mit der Optik. Das Lenkrad ist optisch neutral gehalten und verzichtet auf jegliche Aufkleber, verglichen mit dem Open Wheel. Der schwarze Look sieht unaufgeregt aus und die Frontplatte aus Metall, die wirkt sehr edel. Genauso macht der Lederüberzug des Rims einen ordentlichen Eindruck. Der gelbe Mittelstellungsring an der Oberseite sieht sportlich aus. Kommen wir zum nächsten Kapitel, das ist die Haptik. Der Lenkradkranz ist mit Glattleder überzogen und innenseitig vernäht. Dieser fühlt sich sehr geschmeidig an und verändert selbst nach ausgiebiger Nutzung seine Charakteristik nicht. Haptisch gesehen hinterlassen die Schaltpedals aus Metall einen guten Eindruck. Das Schaltgefühl ist haptisch gesehen als eher durchschnittlich zu bezeichnen. Die Buttons aus Kunststoff haben ein eher minderwertiges Finish an der Oberfläche. Kommen wir zum nächsten Kapitel, das sind die technischen Details. Das Lenkrad bringt ein gutes Kilogramm auf die Waage. Mit 28 cm Lenkraddurchmesser handelt es sich um ein Lenkrad im runden Design. Die Griffe sind mit 34 x 27 mm durchgehend oval geformt. Mit gut 500 Gramm fällt die Betätigung der Schaltmechanik eher leichtgängig aus. Das Klicken ist mit knapp unter 70 Dezibel aus unmittelbarer Entfernung deutlich zu hören, aber in meinen Ohren gerade noch wohnzimmertauglich. Die 6 Buttons haben 10 mm Durchmesser und lösen mit um die 200 Gramm sehr leichtgängig aus. Der Drehschalter ist mit gut 600 Gramm deutlich fester zu drücken. Um die Schaltmechanik zu betätigen, sind etwa 7 mm Schaltweg erforderlich, gleich wie beim Open Wheel. Bei den Schaltpedals handelt es sich um eine fix integrierte Lösung, die mit 2 mm Materialstärke und 130 mm Breite aus Metall besteht. Bei der Frontplatte kommt 3 mm dickes Aluminium zum Einsatz. Ein lustiger Funfact in meinen Augen ist, dass Thrustmaster die Frontplatte Steuerungsplatte nennt und mit 2 mm Dicke angibt und somit dünner macht, als dies in der Realität mit 3 mm der Fall ist. In Sachen Platinenlayout und Buttonposition handelt es sich um das absolut gleiche Modell wie das Open Wheel, nur eben mit einem anderen Lenkradkranz. Ebenso die Schaltmechanik ist baugleich zum Open Wheel. Weiter geht's mit der Verarbeitung. Bei der Verarbeitung gibt es in meinen Augen nichts zu beanstanden. Das Glattleder wurde faltenfrei aufgezogen und sehr sauber vernäht. An den Übergängen zur Frontplatte wurde das Leder gequetscht und verklebt. Bei der Betätigung der Buttons fällt fast kein seitliches Spiel auf, das ist besser gelöst wie beim Open Wheel. An den Schaltpedals wurden zweckmäßige Gummistreifen aufgeklebt, um in den Endlagen zu dämpfen. Kommen wir zum Hauptkapitel, das ist unser Rennstreckentest.
In diesem Review wird das GT28 an einer Thrustmaster TGD Base verwendet, die auf meinem ASIC P1 Rig verbaut ist. Die Motion kommt von Simrig SR2 und für die Bildausgabe verwende ich einen Benko 3415 Moni bzw. eine HP Reverb VR Brille. Beim GT28 fällt der kompakte Lenkradkranz auf und durch das relativ leichte Gewicht fühlt sich dieses Lenkrad noch agil an. Auch bei schwächeren Wheelbases kommt an den Griffflächen noch genügend Power an, da der Hebelweg bei 28 cm Durchmesser verhältnismäßig klein gehalten ist. Die Griffflächen aus Glattleder fühlen sich sehr wertig und langlebig an. Die meisten Schalter sind nicht erreichbar, ohne die Hand vom Lenkrad nehmen zu müssen. Nur der obere, linke und rechte Button kann mit den Daumen gerade noch so erreicht werden, ohne die Hand vom Rim nehmen zu müssen. Die Schaltwippen sind ergonomisch gut platziert und 4 Finger können komfortabel aufgelegt werden. Durch die Länge der Pedals können diese auch gut erreicht werden, wenn man die Hände ober- oder unterhalb der üblichen Griffstellung 3 und 9 Uhr positioniert hat. Die Auslösung ist durch den Schalter deutlich hörbar und hört sich hell klickend bzw. etwas federnd an. Biegen wir ab auf die Zielgerade. Negative, neutrale, positive Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Beginnen wir mit den negativen Aspekten. Ein negativer Aspekt ist für mich die mangelnde Erreichbarkeit der Buttons. Dies ist bei runden Lenkradgrenzen zwar öfter der Fall, dass aber lediglich 2 Buttons gerade so erreichbar sind, finde ich schade. Das Finish der Buttons an der Oberfläche wirkt billig und ist mit der rauen Plastikoberfläche kein haptisches Highlight, wenn ihr diese betätigt. Und letzter negativer Aspekt ist der von Thrustmaster bekannte Quick Release aus Kunststoff, welcher mit schnellem Wechsel des Wheels eigentlich gar nichts zu tun hat. Über diesen Aspekt haben wir bereits im Review des Thrustmaster Open Wheels gesprochen. Aber auch an dieser Stelle können wir diesen Umstand nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Es heißt seit Jahren noch immer eine Schraube ins Plastik durch die Überwurfmutter zu drehen, um das Lenkrad zu sichern, und die komplett aus Plastik gehaltene Verbindung zwischen Wheel und der Base schafft kein Vertrauen. Der Preis mit knapp 200 € ohne jegliche Zusatzausstattungen ist in meinen Augen für dieses Lenkrad zu hoch angesetzt. Um dem Preis-Leistungs-Verhältnis gerecht zu werden, würde ich das GT28 Wheel bei maximal 130 bis 150 € sehen. Weiter geht's mit den neutralen Aspekten. Das Auslösefeedback der Buttons stufe ich als neutral okay ein. Es hört sich nur mittelmäßig wertig an und der Druckpunkt ist ebenso nur Mittelmaß. Ebenso neutral beurteile ich die Ergonomie. Der Lenkradkranz besitzt keine ergonomischen Ausformungen, liegt aber mit dem gewählten Durchmesser zufriedenstellend in der Hand. Ebenso neutral gilt auch für die Betätigung der Schaltmechanik. Die Schaltauslösung passiert deutlich vor der Endlage und so hat man immer ein nachwippendes Gefühl beim Schaltvorgang, welches sich eben nicht exakt anfühlt. Nächstes Kapitel, das sind unsere positiven Aspekte. Die Optik geht für mich als positiv durch, da mir der Understatement-Auftritt gefällt, aber dies ist klarerweise immer ein subjektives Kapitel. In Sachen Ergonomie und Größe ist die Schaltmechanik gut erreichbar und gut bedienbar und die Schaltpedals aus Metall, die fühlen sich wertig an. Die Breite der Pedals erlauben eine gute Erreichbarkeit und die Finger haben ausreichend Platz für die Auflage. Ebenso positiv ist die aus Metall ausgeführte Frontplatte einzuordnen, genauso wie der haptisch sehr wertig verarbeitete Lederüberzug. Und so kommen wir zum nächsten Kapitel, das ist wie immer unser Fazit und die Kaufempfehlung. Ich kann für dieses Wheel Add-on GT28 von Thrustmaster zum Preis von knapp 200 € nur bedingt eine Kaufempfehlung aussprechen. Der Mehrwert verglichen mit den von Haus aus beigepackten Lenkrädern diverser Thrustmaster Bundles besteht lediglich durch den höherwertigen Lenkradbezug aus Glattleder. An dieser Stelle muss man sich gut überlegen, ob sich dann der Aufpreis lohnt. LEDs oder ein Display sucht man vergeblich, die Ausstattung ist sehr spartanisch. Als einziges Highlight bleibt somit der sauber vernähte Lenkradkranz, der sich von mit Kunststoff überzogenen Lenkradgrenzen sehr deutlich abhebt. Vor dem Ausblick nutzt bitte die Kommentarfunktion. Feuerfrei, wie denkt ihr über dieses GT28 Wheel Add-on von Thrustmaster? Das würde mich interessieren. Und weiter geht's mit einem spannenden Ausblick. Wir machen weiter mit dem letzten Review der Thrustmaster Serie für die nächste Zeit. Wir werden uns angucken, wie ihr einen Fanatec Lenkradaufsatz an eine Thrustmaster Wheelbase drangeschraubt bekommt
Andere Projekte sind bereits in Planung. Es macht wie immer Spaß, mit und für euch zu reviewen. Vergesst den Like und das Abo nicht, wenn ich euch weiterhelfen konnte. Das würde mich freuen. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. Euer Ron.